Also hier war ich tatsächlich noch nie. Und das, obwohl ich seit über 33 Jahren in Berlin lebe. Ich bin hier geboren, das ist meine Heimatstadt. Ich liebe Berlin über alles. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Dieses Mal aus Friedenau, das liegt in Schöneberg und auf den ersten Blick ist es hier richtig schön. Nur einen richtigen Namen für den Kiez, glaube ich, haben wir nicht rausgefunden, oder? Irgendjemand wohnt, Tillmann, ne? Unser Kameramann, der wohnt, glaube ich, hier, oder? Ja, genau. Kennst du den Kieznamen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Finden wir heute raus. Los geht's. Ein Namen für den Kiez? Einen richtigen Kieznamen haben wir also noch nicht herausgefunden für dieses sehr ruhige Stück Berlin zwischen Südwestkorso, Innsbrucker Platz und Rheinstraße. Friedenau selbst gilt als altehrwürdiges Künstler- und Denkerviertel und die Liste der sehr bekannten Namen ist lang. Reicht von Günter Grass über Erich Kästner bis hin zu Rosa Luxemburg. Die vielen Restaurants, Bars, Bäckereien und auch Galerien machen dabei große Lust auf die Post-Corona-Zeit und vor allem auf besseres Wetter. Und ich muss ehrlich sagen, es macht hier einen ruhigen und entspannteren Eindruck als viele andere Kieze in Berlin. Ob das die Friedenauer auch so sehen, finden wir jetzt heraus. Ja, an Friedenau mag ich, dass es kiezig ist. Kiez heißt für mich lebenswerte Umstände. Ja, gibt gute Restaurants, gute Kneipen hier, also eigentlich alles ein bisschen versteckt, man muss ein bisschen suchen. Das ist hier wie so ein, ja, wie so Kleingallien in Berlin. Ich denke auch so ein bisschen unterm Radar, was eigentlich auch nicht verkehrt ist. Friedenau, wirklich Friede hier. Das gefällt mir hier am besten. Ruhig, entspannt. Man trifft sich hier im Kiez regelmäßig, man hilft sich untereinander. Für mich könnte es gar nicht schöner sein. Los geht's mit unserem ersten Interviewpartner. Wir haben uns mit Markus Dittberner verabredet. Er ist Geschäftsführer von S-Blocks und die wiederum stellen kompakte Lastenräder her. Also genau das Richtige für den engen Großstadtverkehr. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Na klar, gerne. Sag mal, was genau ist denn S-Blocks und was ist so besonders an euren Lastenrädern? Ja, S-Blocks ist die Marke, unter der wir diese Fahrräder bauen. Und ja, Lastenräder ist eigentlich das, was wir gar nie bauen wollten. Im Autobereich ist es eher so der Kombi und eben nicht der Lastwagen. Wir hatten nie den Anspruch, 100 Kilogramm mit so einem Fahrrad transportieren zu wollen. Wir haben gesagt, es reichen 40 Kilogramm Zuladung plus die Option nochmal 30 über einen Gepäckträger zu transportieren. Seit wann gibt es euch denn und warum hast du dich entschieden, Lastenräder herzustellen? Ich hatte mir in den Jahren 2007, 2008 mal so ein Jahr Auszeit genommen und bin mit dem Fahrrad durch ganz Europa gefahren. Und in der Zeit ist so ja, der Gedanke gereift, Mensch, ich will in meinem Leben noch mal was mit Fahrrädern auch beruflich machen. Ich habe vorher im gestalterischen Bereich gearbeitet und habe dann gesagt, nee, ich habe jetzt noch so und so viele produktive Jahre vor mir und die will ich einfach nutzen für das Fahrrad, was mir einfach ein Herzensding ist. Ihr habt ja auch Fahrräder mit Elektroantrieb. Was ist denn der Vorteil davon und wie weit kommt man damit? Der Vorteil ist der, dass man wirklich den Bewegungsradius, seinen persönlichen Bewegungsradius enorm vergrößert. Und das sind nicht nur, dass man weitere Strecken fährt, sondern Bewegungsradius heißt für mich auch, ich benutze das Rad viel, viel öfter und ganz selbstverständlich. Auch eine Distanz von 20 Kilometern innerhalb einer Stadt ist mit so einem Rad so bequem und so schnell bewältigt und vor allem so gut planbar, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, was anderes zu nehmen. Mit den immer besser werdenden Antriebssystemen sind diese Fahrräder überhaupt erst eine ernsthafte Alternative geworden. Und wie weit kommt man damit? Ich kann auch meinen Motor so gering einstellen von der Motorunterstützung, dass ich auch über 100 Kilometer Reichweite habe. Aber um wirklich flott im Verkehr mitzufahren, ist eine etwas höhere Motorunterstützung sehr angenehm und man beschleunigt natürlich auch schnell. Und dann sind 75 Kilometer so eine Praxis. Was kann man denn mit euren Rädern so alles transportieren? Also wir merken gerade so 3 Gruppen. Die einen sind die das Rad zum Einkaufen benutzen oder wirklich für die alltäglichen Transportfahrten. Dann haben wir natürlich junge Familien, die eben das Fahrrad auch nutzen, um Kinder dann mitnehmen zu können. Und Hundebesitzer ist auch ein zunehmender
mag. Empfindest du denn Berlin als fahrradfreundliche Stadt und müsste man auch noch ein bisschen nachjustieren? Ja, also, nee, Berlin ist nicht fahrradfreundlich. Eine fahrradfreundliche Stadt dreht das Prinzip halt um und schafft dem Radfahrer eben auch Platz auf den Strecken, wo er auf dem kürzesten Weg zum Ziel kommt. Das ist dann Kopenhagen wahrscheinlich so der Traum aller Radfahrer. Na klar. Die sagen ja, wenn so und so viel Prozent des täglichen Verkehrs mit dem Fahrrad gemacht werden, dann kippt quasi das System um und dann funktioniert es erst richtig. Aber das setzt eben voraus heute, dass man sagt, wir nehmen den Autos ein bisschen Platz weg und schaffen den eben für andere Verkehrsteilnehmer. Hast du denn Lieblingsorte oder Ecken hier in Friedenau? In Friedenau? Also ich bin wirklich gerne am Südwestkorso unterwegs. Also so ein bisschen, was jetzt da sich so an Gastronomie und Kulinarik angesiedelt hat, ist für mich das, wo ich mich am meisten sehne. Die Kinder waren in der Fehlerstraße im Kiez. Mittagessen kaufe ich oft beim Bäcker. Und deswegen sind wir eher so auf der Seite hier von Friedenau unterwegs. Danke Markus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg weiterhin mit S-Blocks und mach's gut. Danke. Wer selbst mal ein Lastenrad von S-Blocks ausprobieren oder gar Probe fahren möchte, findet den Showroom hier in Friedenau in der Mainauer Straße. Als nächstes geht es zum Kleinen Theater. Hier treffen wir Karin Bares und Sabine Wild, die uns von der Kunst- und Kulturszene in Friedenau berichten. Mein Name ist Karin Bares und ich leite das Kleine Theater am Südwestkorso hier in Friedenau, und zwar seit 15 Jahren. Das Kleine Theater wurde 1973 von Sabine Fromm gegründet. Es ist ein Kammerspiel, das heißt eine recht kleine Bühne, recht kleiner Zuschauerraum. Wir machen Schauspielproduktionen, manchmal auch musikalische Produktionen, aber mit einem überschaubaren Personal und einer überschaubaren technischen Möglichkeit. Das Kleine Theater ist hier am Südwestkorso kein Alleinsteher sozusagen, was Kunst und Kultur angeht. Etwas südlich von uns befindet sich ja die Künstlerkolonie. Dann gibt es sehr viele Galerien und Ateliers um uns herum, deutlich mehr als man meint. Und wir sitzen sozusagen mittendrin. Ich bin Sabine Wild, bin Fotokünstlerin, lebe seit 12, 13 Jahren hier im Bezirk. Vorher auch schon woanders in Friedenau und habe hier auch mein Atelier um die Ecke. Ursprünglich habe ich es nur als Atelier geplant, also habe da gearbeitet und eigene Ausstellungen gemacht. Inzwischen ist es aber so, dass ich ausschließlich Fotoausstellungen, und zwar fast ohne Pause, zeige. 2008 hatte ich hier um die Ecke 2 Häuser weiter mein erstes Atelier und da kamen unheimlich viele Friedenauer rein und sagten, was machen Sie denn hier? Und da habe ich gemerkt, dass hier ein unheimlicher Hunger nach Kunst ist und Kultur, und habe ich mit einer anderen Künstlerin, Susanne Wehr, einen Atelierrundgang ins Leben gerufen, den es jetzt seit 12, 13, 14 Jahren gibt. Und inzwischen sind wir auf ungefähr 80 Stationen hier in Friedenau angewachsen. Dadurch haben sich tatsächlich ja alle 80 Künstler kennengelernt. Wir haben auch so ein Forum, wo man sich gegenseitig unterstützt. Also irgendwer sucht ein Atelier oder irgendwer hat Rahmen zu verkaufen, zu verschenken. Oder wir weisen uns gegenseitig auf Ausstellungen hin, die wir haben. Ich würde sagen, es ist tendenziell ruhiger, aber das heißt in gar keiner Weise, dass es irgendwie spießiger oder verschlafener wäre. Im Gegenteil, es ist, finde ich, gerade in diesem Kulturbereich recht viel los, aber es ist nicht so aufgeregt. Es ist bei uns ja tatsächlich so, dass wir viele Stücke im Repertoire haben. Wir sind ja ein Repertoire-Theater, das heißt, wir machen nicht eins nach dem anderen und haben jetzt ein Stück in der Pipeline, sondern wir haben genau genommen 13 Produktionen im Programm. Manche Highlights und Renner, 3 Männer im Schnee, Blassblaue Frauen, Schrift Törles etc. konnten noch gar nicht so oft gespielt werden und die warten alle darauf, jetzt endlich wieder spielen zu können. Wir sind also bestens vorbereitet, haben auch eine Neuproduktion in der Zwischenzeit noch auf die Beine gestellt und können sofort loslegen, wenn es weitergeht. Jetzt treffen wir uns mit Alexandra Schiebert vom Nachbarschaftsheim Schöneberg. Der Verein ist Träger vieler Einrichtungen in der Stadt. Unter anderem betreibt er Kitas, Beratungsstellen und Nachbarschaftscafés. Wir sind hier beim Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V., ist ein Träger in der sozialkulturellen Arbeit, der aber inzwischen sozusagen von der Geburt an über Kitas bis zum Hospiz ganz viele Angebote vorhält. Das sind Kindergärten, das ist Betreuung im Ganztag in der Schule, sind Freizeit- und sozialkulturelle Angebote, vor allen Dingen hier im Haus, sind Beratungsmöglichkeiten für Migranten
und Migrantinnen bis hin zum Seniorentheater und über die Pflege GmbH eben auch der ganze Teil der ambulanten Pflege. Ja, wir haben ja sehr vielfältiges Angebot und da sind so ganz klassische Dinge bei wie Spielegruppen oder Chöre, aber auch so etwas speziellere Sachen wie ein Fotoarbeitskreis, die schon sehr versiert sich austauschen über Fotografie. Wir haben ein Technikcafé, wo Geflüchtete oder andere Menschen mit Migrationshintergrund, auch vorrangig älteren Menschen im Umgang mit ihrem Smartphone, Tablet und anderen technischen Devices irgendwie unterstützen. Das Theater der Erfahrung ist eins von vielen Projekten, was wir hier im Nachbarschaftsheim anbieten. Das richtet sich gezielt an Seniorinnen und Senioren, die in ihrer Freizeit Theater spielen wollen, aber selbst ihre Stücke schreiben, aus dem Leben heraus formulieren und dort eben sich ausprobieren im Theaterspiel, aber auch im Organisieren von Aufführungen in anderen sozialen Einrichtungen wie Altenheimen oder Schulen. Wir haben etwa 1600 Ehrenamtliche, die sich hier in den 80 Projekten und Einrichtungen engagieren. Eine Ehrenamtsgruppe, die es auch schon sehr lange gibt, ist die Redaktionsgruppe um die Stadtteilzeitung für Schöneberg, Friedenau und Steglitz. Das sind politische Themen, das sind gesellschaftliche Themen und einfach Themen des nachbarschaftlichen Zusammenlebens. Es gibt nach wie vor Bedarf oder gerade jetzt auch einen vermehrten Bedarf im ehrenamtlichen Besuchsdienst für pflegebedürftige Menschen und auch bei den Familienpaten, wo Familien Unterstützung suchen. Das Technikcafé zum Beispiel freut sich auch immer wieder über neue Engagierte. Also es gibt Möglichkeiten auch des kontaktfreien Engagements. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Bei zugegebenermaßen sehr, sehr kaltem Wetter freue ich mich jetzt auf eine heiße Tasse Tee. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da oder gerne auch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Folge. Einfach dein Kiez. Weitere Folgen findet ihr übrigens hier und hier. Viel Spaß damit!